Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans. Heute habe ich wieder ein Update für euch in Sachen Masters of the Universe Origins Figuren und ich habe auch noch etwas neuen Lesestoff, den ich euch gerne vorstellen möchte. Ja, bevor wir loslegen, solltet ihr neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich über ein Abo von euch sehr freuen. Klickt dazu einfach auf mein Kanallogo und verpasst dann kein neues Video mehr von mir. Ja, ich habe wieder neue Masters of the Universe Origins Figuren bekommen, damit möchte ich anfangen. Und zwar habe ich von dem Alex, der mir auch schon die Wave 5 besorgt hat, Grüße an dich nochmal Alex, ein Sammlerfreund, habe ich auch eine neue Figur bekommen, die mir jetzt noch gefehlt hat. Und zwar ist das der Hordak, und zwar der sogenannte Buzzsaw Hordak mit den Sägeblättern hier unten, die mit beiliegen. Ja, die Figur gab es auch als Vintage-Figur natürlich damals. Ja, habe ich nicht gehabt. Ja, ich habe den Hordak gar nicht gehabt damals. Ja, ich habe ein paar von der wilden Horde, aber nicht den Hordak selbst. Fand ich sehr schade. Jetzt habe ich den zweiten. Ich habe den normalen Origins Hordak habe ich ja schon. Und jetzt kam halt auch hier die Deluxe-Variante raus. Und die Deluxe-Variante ist genauso wie die Deluxe-Varianten von Clamp Champ, von Ram Man oder Battle Armor He-Man und Battle Armor Skeletor. Ja, kommt mit einem Wechselkopf. Ja, das heißt, ich habe hier einmal den Kopf aufgesetzt, der, ja, ich sage jetzt mal böse guckt. Und wenn ich halt heute einen guten Tag halt habe, dann kann ich halt, wenn ich die Figur auspacke, auch den Wechselkopf drauf machen und dann grinst sich der Hordak ein. Wechselköpfe hier und da finde ich passend, ja, beim Clamp Champ fand ich ihn nicht passend, ja, weil der sieht für mich fast genauso aus wie ein Kopf wie der andere, ja. Hier kann ich halt jetzt wie gesagt auswählen, gute Miene zum bösen Spiel oder böse Miene zum guten Spiel. Ansonsten, ja, er hat die Armbrust dabei, die auch die Vintage-Figur hatte, er hat noch eine Wechselhand dabei, der Comic natürlich wieder hinten dran, ja, und was soll ich sagen, wieder von dem Artwork her, hier der Hordak, wie das Sägeblatt quasi aus seinem Brustpanzer rausschießt. Wie bei jeder anderen Origins-Figur, ich finde die Verpackung so mega gut. Ich finde das Artwork, ich finde die Zeichnungen einfach klasse. Die sind so Vintage, Leute. Das ist wie, als hätte ich eine Vintage-Figur in der Hand, außer dass ich halt nur 15 oder halt hier bei den Deluxe-Figuren 18,99 oder so im Schnitt bezahlt habe. Ja, wie immer, worauf ich Wert lege, die Figur ist unpunched. Ja, das ja, ist so mein Spleen, den ich halt habe. Ja, es ist eine neue Figur und ich möchte die halt gerne mit diesem Stanz halt haben. Ich packe die Figuren ja nicht aus, wie ihr wisst. Ja, und verpacke die lieber nochmal in ein Case rein, auch wenn das Case teilweise mehr kostet wie die Figur, aber ich finde halt, ich möchte es halt einfach so hinstellen, ich möchte sie genießen und präsentieren und ich finde, im Case macht die Figur halt nochmal doppelt so viel her. Ja, ich finde die Karte, wie gesagt, Vintage-Karte, Artwork richtig klasse. Ja, er hat den Wilde Horde Aufkleber wieder drauf, wie auch die Standard-Hordak-Figur. Ja, und die Rückseite, wenn wir uns die nochmal anschauen, ja, auch wieder hier nochmal angegeben, wie das halt mit dem Sägeblatt funktioniert. Ja. Es sind die Figuren drauf, auf die ich jetzt gleich teilweise noch komme. Ja, ich habe hier einmal Castle Grayskull, ich habe hier den Windrider, der jetzt auch schon bei dem einen oder anderen eingetroffen ist. Ich warte noch auf meinen. Dann habe ich hier den Hordak. Ja, ich habe hier einmal He-Man und einmal Skeletor. Ja, das sind die beiden in der Battle Armor Variante. Und ich habe halt wieder dieses geniale Artwork hier, ja, wo der Hordak, der Buzzsaw Hordak, ja, gegen den He-Man kämpft und auch wieder eine weitere He-Man-Variante dargestellt ist. Das ist der Flying Fist He-Man. Ja, auch hier eine Figur aus den 80ern, die ich auch damals nicht hatte. Ich hatte nur, jetzt muss ich kurz überlegen, nur den Original He-Man. Das war eine meiner ersten 1-2 Figuren, ja, und hatte keine weitere He-Man-Variante. Mantisaur ist sogar noch, also Hordaks Reittier ist sogar noch im Hintergrund zu sehen. Ja, und ich gehe davon aus, dass halt, wie gesagt, dieser Flying Fist He-Man auch als Deluxe-Variante rauskommt. Da gehe ich fest davon aus. Ja, das wird keine Standardfigur werden. Ja, und halt Mantisaur ja, wird hoffentlich auch bald erscheinen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist noch gar nicht angekündigt. Ja, aber wie gesagt, finde ich richtig klasse vom Artwork her, von der Karte her.
Ja, ob das jetzt wieder, lässt sich wieder streiten. Also ich hätte diese Figur auch als Standardvariante rausbringen können, ja, auf einer normalen Standardkarte. Er hat halt nur einen Wechselkopf dabei, die 2 Zahnrädchen und die Armbrust. Das hätte man auch in eine normale Standardpackung reinkriegen können. Aber jede Figur mit einem Wechselkopf ist eine Deluxe-Figur und anscheinend findet es Mattel toll, Deluxe-Figuren rauszubringen. Ja, was soll's? Ich will mich nicht beschweren. Ich habe die Figur jetzt, ich nenne sie mein eigen. Sie kommt in meine Sammlung und die wächst und gedeiht. Die beiden weiteren Figuren, ich habe noch 2 weitere bekommen, sind Figuren, die es auch schon von Mattel gab, die halt in der ersten Wave rausgekommen sind. Und zwar ist das einmal He-Man und einmal Skeletor. Jetzt werdet ihr denken, wieso habe ich mir die nochmal geholt? Natürlich, ich mache euch nichts vor, die meisten von euch wissen es. Ja, Mattel hat die Figuren jetzt nochmal neu aufgelegt, nochmal den Skeletor und den He-Man rausgebracht und diesmal mit den Vintage-Köpfen. Also mit den Köpfen, die bei den Deluxe-Figuren Battle Armor He-Man, Battle Armor Skeletor dabei waren als Wechselkopf. Da hatten sie ja auch den etwas, ich sag mal, verunglückten Versuch eines neuen Kopfes als Standardkopf drauf und als Wechselkopf dabei die Vintage-Variante, also ein Abguss von der Vintage-Figur. Oder annähernd von der Vintage-Figur. Und ja, die Fans wollen es, die Fans kriegen es. Ja. Mattel hat dann gesagt, zumindest habe ich das so gehört, dass sie sich halt wohl doch unterschätzt haben, dass die Leute halt doch eher die Vintage-Sachen haben wollen. Oh Wunder, wenn ich schon die Karten und alles andere genauso aussehen lasse wie früher. Ja, wieso muss ich dann dem He-Man so einen komischen, neumodischen Kopf, sage ich mal, verpassen? Das hat für mich nicht so ganz gepasst. Ja, also der ist jetzt nicht total übel, aber es ist halt... He-Man und Skeletor sind die Hauptcharaktere und die haben irgendwie immer, wenn es einen neuen Kopf gibt, die schlimmsten Köpfe. Ja, keine Ahnung warum, ist einfach so. Und Mattel hat sich jetzt dafür entschieden, die Figuren nochmal neu rauszubringen. Und hier habe ich den He-Man mir geholt, mit dem Vintage quasi, mit dem Vintage-Kopf, Vintage-Head He-Man wird er ja auch in den Fachkreisen genannt. Ja, die Figur ist identisch mit einer Ausnahme. Ja, ich habe bei der Erstauflage von der Figur mit dem neuen Kopf habe ich das Zauberschwert einseitig dabei. Und hier ist das Zauberschwert halt, das beidseitig, also ein komplettes Schwert liegt hier der Figur bei. Ja, ist für mich jetzt als Nicht-Auspacker nicht so ganz interessant. Ja, ich finde es halt toll, dass er jetzt den Vintage-Kopf hat, die Karte hinten, ja, das Artwork kennen wir schon. Ja, die Figuren sind die Wave 5 abgebildet, plus die beiden Vintage-Head, He-Man und Skeletor. Das heißt, ich habe Faker, ich habe den Lords of Power Merman, ich habe die 2000X Evelyn und ich habe Fisto. Ja, die Figuren habe ich ja schon in dem vorherigen Video vorgestellt. Das blende ich euch gerne auch nochmal ein, falls ihr es noch nicht kennt. Einfach mal reinschauen. Ja. Und eben schon gesagt, auch hier Skeletor kommt mit dem Vintage-Kopf, guckt ein bisschen nach unten, ja, in der Verpackung jetzt drin, ist aber überhaupt nicht schlimm. Ja, beide Karten auch wieder unpunched. Ja, hier auch wieder das Schwert halt als Komplettschwert dabei liegend. Ja, die Rückseite kennen wir auch, die sieht ja genauso aus wie von der, also an der Karte haben sie sonst, an dem Artwork haben sie nichts geändert, haben halt auch nur hier wiederum halt die Wave 5 abgebildet. Ja, eine schöne Ergänzung für die Sammlung. Ob es das gebraucht hat, sei dahingestellt, ja, weil wie gesagt, jeder, der sich am Anfang halt den Original oder den Origins Wave 1 He-Man gekauft hat und dann eventuell die Battle Armor Variante, der hat ja diesen Vintage-Kopf dann bei der Battle Armor Variante dabei. Der eine sagt, es ist Geldmacherei, der andere sagt, es ist Fanservice. Ich halte mich da raus. Ich sage nur, ich habe kein Problem damit, ja, dass ich die Figuren jetzt nochmal neu geholt habe. Jetzt habe ich die auch im Blister mit Vintage-Kopf und bin damit vollkommen zufrieden. Den anderen behalte ich trotzdem. Ja, ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht noch mal einen Standard He-Man und Standard Skeletor mit noch irgendwas rausbringen, sondern halt erstmal vielleicht jetzt ein paar neue Figuren, die es bisher noch nicht gibt, anstatt die 5. oder 10. oder 15. Variante von irgendeiner rauszubringen. So, dann habe ich Post bekommen, wieder was zum Lesen, und zwar Post von der Retro-Fabrik. Die hatten ja, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, die Interpart-Comics in einem Buch neu aufgelegt, restauriert und so weiter. Auch das habe ich schon in einem anderen Video präsentiert und haben dann als
ja jetzt als die nächste Arbeit sich vorgenommen, und zwar die ganzen alten EHPA-Comics neu aufzulegen. Das machen sie in 7 Bänden, das heißt, sie bringen 7 Hardcover-Bände raus, ja, wo, wenn ich mich richtig entsinne, jeweils 3 Comics drin sind. Ja, 3 alte Comichefte drin sind, auch wieder neu bearbeitet, und es gab eine Vorbestellung. Das Besondere war, es gibt ein Standardbuch mit einem neu gezeichneten Cover extra für das Buch. Und die Retrofabrik hat auch auf der Homepage eine Vorbestellung ja angenommen und hat 333 Bücher, limitierte Bücher angeboten. Einmal mit dem Cover von dem Heft Nummer 1, einmal mit dem Cover Heft Nummer 2, einmal mit dem Cover Heft Nummer 3. Jeweils jedes Exemplar gab es 333 Mal. Die Vorbestellungen gingen los. Oder man konnte Vorbestellungen tätigen, der Server ist zusammengebrochen. Ja, es haben viele halt in der Warteschleife gehangen oder hatten das Buch im Warenkorb, wurden dann wieder rausgeschmissen und so. Es war halt eine Serverüberlastung. Leute, Masters of the Universe macht das Internet kaputt. Wahnsinn. Ich war, Gott sei Dank, ich habe die F5-Taste war mein bester Freund an dem Abend, und ich habe es wirklich geschafft, ein Buch mir zu holen. Ich wollte nicht die neue Variante, die neue Buchvariante wollte ich nicht haben. Ich wollte halt das limitierte Buch haben, Cover 1 von dem ersten Heft, was rausgekommen ist. Das ist auf der Front abgebildet. Ja, ich habe die Rückseite hier sehr schön. Das Buch nennt sich Das Buch des Bösen. Ja, ist das Buch Nummer 1. Wie gesagt, es gibt 7 Stück. Und noch eine Besonderheit, die bei diesen limitierten Büchern dabei war, ja, bei diesen, wie gesagt, mit den Covern von Heft 1, was das hier ist, mit Heft 2 und Heft 3, es gab bei diesen, das gibt es bei dem Standardbuch mit dem neuen Cover nicht, es gab die Artworks und die Poster aus diesen Büchern nochmal als ja, quasi Kunstdrucke dabei, ja, und dann habe ich hier einmal das Poster zu dem Band 1. Ist das nicht geil? Ist das nicht groß? Ist das nicht cool? Ja, das ist richtig Vintage-Flair. So, dann habe ich, das ist nicht die richtige Reihenfolge, aber was soll's. Das ist dann das Cover von dem Heft Nummer 3. Ja, Heft Nummer 3 Cover als Poster. Dann haben wir hier das Poster von Heft Nummer 2. Entschuldigung, nicht das Poster, sondern das Cover von Heft Nummer 2 als Poster, als Kunstdruck. Und ich blättere gerade mal kurz. So und so, das liegt auch dabei, so sieht das Cover von dem neuen, also hier sieht das neue Cover aus, welches das Standardbuch halt ja, trägt. Finde ich auch schön, finde ich auch klasse. Ja, ich bin sogar am Überlegen, ob ich mir das Standardbuch auch nochmal holen soll, damit es halt das neue Cover, damit ich auch das neue Cover habe. Mal schauen, mal schauen. So, was noch dabei ist, sind die 3 Poster. Ich weiß jetzt nicht genau in welcher Reihenfolge, aber die 3 Poster aus den ersten 3 Heften, die immer im Mittelteil waren. Ja, hier ist das erste Poster als Poster. Hier ist das zweite. Ja, und diese Hefte damals in den 80ern kamen von, ich glaube, von 87 bis 89 raus. Ja, und die bringt die Retrofabrik, wie gesagt, jetzt in 7 Bänden raus. Ja, hier ist das dritte und letzte Poster. Ja, und jetzt seid ihr bei einer Premiere dabei, denn ich werde das Buch, das ist ja noch verschweißt, ich werde es jetzt einfach mal kurz aufmachen, denn ich habe gesehen, man sieht drin, ist es wirklich durchnummeriert, und ich möchte halt jetzt wissen, welche Nummer habe ich bekommen. Ja, das interessiert mich jetzt. Wie gesagt, es ist noch zu. Ich mache mal so, dass ihr das auch seht. Ich mache es mal auf. Ja, reiß jetzt das auf. Ich als OVP-Sammler reiß das auf, aber bei Büchern, ich will es natürlich lesen. Ja, die Comics kenne ich zwar, ich habe sie teilweise schon oder noch in der Sammlung von früher, aber jetzt habe ich alles kompakt in dem Buch und ich brauche die alten Hefte nicht mehr anzufassen. Ich kann sie halt in Folie lassen. Ja, ich blätter das jetzt mal auf. Seht ihr, das erste, ja, die erste Seite. Und mal gucken, ob ich was finde. Limitiert, ja, hier unten steht's. Ha, und ich war relativ schnell, muss ich sagen. Limitierte Ausgabe. Und wenn ihr es seht, ja, Heftnummer, muss ich gerade noch mal gucken, 36 war es.
Heft Nummer 36 von 333 mit diesem Cover. Ich finde es richtig toll. Ja, Heft Nummer 36, ich finde es richtig klasse. Ja, ansonsten aufgebaut ist es so wie das Giganten des Universums, also die Interpart Comics, wenn ich das richtig sehe. Hier habt ihr dann, hier geht es dann halt los mit dem ersten Heft. Ja, das Cover ist dann auch immer noch mal als Front quasi dabei. Ja, das heißt, ihr habt die Cover hier alle im Buch von den Heften und dann geht es halt los mit, ja, mit den Comics. Finde ich richtig klasse. Retrofabrik macht hier richtig klasse, leistet hier richtig klasse ab, ja, richtig klasse Arbeit. Finde ich richtig toll. Ich freue mich jetzt schon auf die 6 weiteren Ausgaben. Da wird es halt auch wieder wahrscheinlich, oder es wird nicht wahrscheinlich, sondern es wird auch wieder die Varianten geben, die limitiert sind. Ja, mal schauen, was ich mir als nächstes dann davon zulege. Ja, ja, das war's von meinen Neuheiten, was Origins und was Bücher oder Comics und Lesestoff angeht. Jetzt seid ihr dran, schreibt es in die Kommentare. Holt ihr euch die Vintage-Head-Figuren? Habt ihr die schon? Sagt ihr, das ist total überflüssig, das ist einfach nur Geldmacherei? Schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ihr wisst, es interessiert mich immer, was ihr denkt. Ja, genauso habt ihr auch ein Variant-Cover bekommen. Wolltet ihr das haben? Wusstet ihr gar nicht, dass es das jetzt gibt? Ja, oder sagt ihr, nee, die Standardvariante reicht mir? Auch das, schreibt es in die Kommentare, es interessiert mich. Ansonsten würde ich mich wie immer wahnsinnig über jedes Like freuen, wenn ihr das Video teilt. Ja, und wie gesagt, wenn ihr kein Abonnent seid und es hat euch gefallen, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich über jeden Abonnenten. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Raune.